30, 50, 75, 125. Hä? Wofür brauche ich denn die ganzen Polierpad-Größen und für welches Bauteil benutze ich welche Poliermaschine? Mehr dazu in diesem Video. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei in der Aufbereitung, aber mittlerweile sind es über 12 Jahre und als ich angefangen habe, gab es einen 125er Teller, einen 150er Teller und hin und wieder für die rote auch mal einen 80 mm Teller. Mittlerweile haben wir noch viel mehr. Wir können sogar runtergehen bis 10 mm Teller, aber die gängigen Größen sind tatsächlich die 30 mm Pads als kleinste Variante, für die Rupes Hybrid, Liquid Elements 1000, Flex PXE oder auch andere Mini- und Nano-Poliermaschinen. Die 50er Teller für die gleichen Maschinen. Dann gibt es noch je nach Hersteller noch ein paar minimal abweichende Größen, 38 mm, 45 mm, aber ist der gleiche Zweck. Dann kommen wir auch schon zu einer gängigeren Größe, die bei den meisten modernen Fahrzeugen immer wichtiger wird, weil sie immer kantiger und schmaler werden, 80 mm oder auch 75 mm. Und dann haben wir letztendlich noch die früher viel üblichere Größe, aber immer noch gern verwendete Größe 125 mm. Und das ist auch so der Bereich, den wir zumindest in Deutschland im Detailing verwenden. Im Ausland werden auch mal 150er, 180er oder sogar 200 mm Pads verwendet. Hier eher unüblich. Deswegen wollen wir euch jetzt hier anhand dieses Porsches, was ja ein relativ gängiges Auto ist, mal zeigen, für welche Bauteile wir eigentlich welches Pad und welche Pad-Größe verwenden und warum. Schauen wir uns jetzt nochmal hier anhand von Bildern so typische Bereiche an, dass man das nochmal ein bisschen genauer sieht. Ich möchte einfach nochmal ein bisschen eingrenzen, wo wir welches Polierpad benutzen. Also wir starten mal mit der Vorderansicht. Wenn wir uns so einen Porsche angucken und mit dem kleinsten Polierpad will ich jetzt einmal anfangen, das zu markieren. Nehmen wir einfach mal die Farbe Rot. Also typische Bereiche für ein kleines Polierpad sind natürlich also die kleinsten Stellen hier in dem Bereich. Hier oben, ne, alles was so wirklich richtig schmal wird. Dann hier unten die Kanten und auch alles, wo ich halt nicht mehr so ganz rankomme. Also wenn ich hier in dem Bereich nicht mehr mit einem größeren Pad reinkomme, dann nehme ich dafür auch ein sehr kleines, weil zum Beispiel oben in dem Bereich hier die Kunststoffe ein bisschen stören. Dann nehme ich halt ein kleines, sodass ich damit optimal rankomme. Weiter betrachtet nehmen wir jetzt mal Blau oder Blau bei blauem Auto ist vielleicht doof. Wir nehmen mal Weiß für das 50 mm Polierpad. Das sind klassische Bereiche hier. Die Ecken und die Kanten, wo ich einfach nicht mehr so optimal dran arbeiten kann. Genauso wie auf der anderen Seite und sowas hier unten, also der ganze Bereich hier unten und alle Ecken und Kanten, jetzt hier, wenn ich noch kleine Kanten habe, wo ich einfach mit dem großen Pad aufgrund von hervorstehenden Sachen nicht mehr rankomme. Wie gesagt, das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt, also nimm am Ende das Pad, wo du gut rankommst, aber einfach um mal ein paar typische Bereiche zu zeigen. Weiter mit dem 80 mm Pad, dafür nehmen wir jetzt mal grün, das sind dann natürlich typischerweise so ein bisschen größere Flächen wie hier oder auch das, wo man vielleicht auch ein 125er Pad nehmen könnte, aber gerade in den Kantenbereichen vielleicht nicht ganz sauber wird, einfach weil der Stützteller nicht mehr so gut dreht und nicht mehr so viel, sage ich mal, Auflage hat. Da macht es dann Sinn, gleich von vornherein mit einem kleinen 80er Polierpad zu arbeiten. Genauso, ups, jetzt habe ich hier meine Zeichnung verschoben. Genauso hier in dem Bereich. Wie gesagt, man kann auch einen 125er nehmen, müsste dann aber in den Kanten nochmal nacharbeiten. Deswegen halte ich den Prozess für schlauer, gleich mit einem 80er Polierpad zu arbeiten. Und weiter machen wir nochmal Gelb, 125er ganz klar. Alle anderen Flächen, die wirklich groß sind, wo ich optimal rankomme. In dem Fall wäre es hier an der Front tatsächlich nur die Motorhaube. Eine Sache, die ich vielleicht beim 80er noch erwähnen würde, wären die die Scheinwerfer, die würde ich zum Beispiel auch mit einem 80er Polierpad machen. Schauen wir uns das Auto nochmal von der Seite an und vielleicht auch nochmal von hinten, einfach um da nochmal die gleichen Bereiche zu markieren. Ich hoffe, ich habe jetzt die gleichen Farben wie eben. Ich starte mal mit Rot, da hatte ich glaube ich das 30er Polierpad. An der Seite ist tatsächlich relativ wenig 30er Polierpad. Selbst hier, also ich mache mal hier, ups, habe ich den Stift nicht ausgewählt? Naja, macht ja nichts. Selbst hier mache ich mal ein Fragezeichen hin, weil das könnte sogar schon mit dem 50er Polierpad gehen, aber wenn da das 50er nicht passt, nehme ich halt einen 30er. Typischerweise so die Spiegel außen oder Innenkanten, ne, oder vielleicht auch unten, wo ich jetzt nicht wirklich mit einem größeren Pad rankomme. Dann hier so der Bereich um den Spiegel rum. Gerade da, wo es dann einfach knapp wird mit dem Spiegel, dass ich mit einer größeren Maschine ranstoße. Und natürlich so enge Türgriffbereiche, ne? Also der Türgriff per se und vielleicht auch noch der Bereich um den Türgriff rum, wenn ich da eben mit einem anderen Pad aufgrund des Türgriffs nicht so gut rankomme. Auch hier gilt natürlich wieder, wenn ich hier irgendwo unten in der Kante arbeite und komme da einfach mit einem größeren Pad nicht ran oder habe hier wie im Schweller so eine Wölbung, dann nehme ich da natürlich lieber auch ein kleineres Polierpad. So, jetzt muss ich nochmal auf ein anderes Bild gucken, was ich jetzt hatte. Genau, weiß war bei mir die nächste Größe.
Also das 50er Polierpad, da wäre, wie gesagt, wenn ich da mit dem 80er, wenn ich da rankomme mit dem 50er, würde ich das nehmen. Wenn nicht, dann hier eben das 30er. Ansonsten auch gerne so Kantenbereiche hier, wenn sich das Lack an Karosserie oder am nächsten Bauteil ganz eng wird, nehmen wir da auch gerne ein kleineres Pad oder alternativ, wie gesagt, bei einer gut zu polierenden Form würde ich für einen Schweller auch ein 50er Polierpad nehmen. Hier gilt natürlich immer, guckt euch das an, probiert es am Ende aus und guckt, was besser geht. Natürlich seid ihr tendenziell mit einem größeren Pad ein bisschen schneller, deswegen ist das zu wählen. Was ich noch markieren würde, wäre hier der Radlauf, weil wir halt hier wirklich eine klare Kante haben. Da macht es mit dem 50er auch Sinn, weil wir einfach mit einem größeren Pad dauerhaft auf den Kanten viel Kraft hätten und das wollen wir natürlich nicht, weil wir möglichst wenig Lack abtragen wollen. So, ich muss nochmal schmummeln. Grün war aber dann bei mir das 50er, das 80er Polierpad. Also wir kommen schon in den größeren Bereich. Hier zum Beispiel könnte man überlegen, also der ganze, ups, ich habe doch, achso, falsche Feld. Der ganze Schwellerbereich sozusagen, bin ich durcheinander. Der ganze Kotflügel wäre für mich ein typischer Fall für ein 80er Pad. Damit kann man wirklich vernünftig arbeiten. Natürlich geben die Flächen auch her, dass man teilweise mit 125 arbeitet, aber wir werden hier mit einem großen Pad nie eine glatte Auflage haben, müssen die Maschine immer wieder ankanten und die Kanten auch nacharbeiten. Deswegen würde ich empfehlen, mit einem 80er den Bereich zu machen. Wie gesagt, es spricht auch nichts dagegen, die Tür mit einem 80er zu machen. Gerade bei so sehr runden und kantigen Autos haben wir jetzt bei einem Porsche nicht, aber einem Audi vielleicht könnte man theoretisch mit einem 80er auch arbeiten. Ist immer so eine gewisse Entscheidung, muss jeder am Ende für sich selber entscheiden, wie er es mag. Gibt er die Tendenz eher zum kleineren Pad als zum größeren. Wo ich aber auf jeden Fall mit dem 80er arbeiten würde, ist hier im unteren Bereich des hinteren Seitenteils, weil da einfach eine Wölbung drin ist und der Bereich auch nicht so groß ist. Da glaube ich, mit dem 125er hat man nicht die optimale Auflage. Genauso wie hier oben am Dachholm, da würde ich auch einen 80er nehmen. Ja, und last but not least, die letzte Farbe war dann gelb, genau, für das 125er. Wie gesagt, eventuell die Tür, je nachdem, wie du dich da entscheidest, und der obere Bereich hier vom Seitenteil, wobei wir hier im hinteren Bereich dann auch wieder Probleme bekommen, weil dort schmale Kanten zulaufen, weil wir an Nachbarbauteile kommen. Da macht das dann Sinn, wirklich ein größeres Polierpad, ein kleineres Polierpad zu nehmen. Schauen wir uns den Wagen noch einmal von hinten an. Wie gesagt, wir müssen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Genauso ist es auch individuell, ne? Habe ich jetzt einen alten Audi 100 oder eine G-Klasse, ändern sich die Bereiche natürlich auch immer, aber einfach nur, um das nochmal ein bisschen mehr zu verdeutlichen und ein bisschen genauer zu erklären, habe ich gesagt, gut, komm, wir erklären das jetzt hier nochmal anhand von diesen Fotos. Wir fangen wieder mit dem kleinsten an. Da natürlich klassischerweise hier unten diese ganz schmalen Bereiche, weil die Ecken einfach so blöd hier zulaufen, dass wir da mit anderen Pads schwer rankommen. Wahrscheinlich auch die Bereiche hier unten komplett rübergezogen bis zur anderen Seite, weil wir eine Wölbung drin haben. Müssen wir probieren, könnte auch ein 50er gut gehen, kann man jetzt nicht sagen. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass ein 30er nötig ist und genauso wie hier an den kleinen Rückleuchten. Und ich denke mal, durch die Form der Rückleuchten bei Porsche, die gehen ja hier in der Mitte so rein, werden wir auch ein 30er Polierpad für die Rückleuchten brauchen. Ebenso wie für den Bereich hier, ich mache es mal exemplarisch, um die Embleme rum, wenn wir sie nicht entfernen, oder hier zwischen auch zum Beispiel, ne, da werden wir auch mit einem ganz kleinen Polierpad arbeiten und diese Kante hier bietet sich auch an, eben wie vorne am Kotflügel, damit wir keine zu starke Auflagefläche auf den Kanten drauf haben, würde ich hier definitiv ein 30er Polierpad nehmen. So, weiß war wieder, ich kann mir das überhaupt nicht merken, weil ich die ganze Zeit hier beim Reden sozusagen drüber nachdenke, kann ich mir die Farben nicht merken, aber macht ja nichts. Machen wir weiter mit der Farbe Weiß und dem 50er Polierpad. Da muss man halt gucken, wie gut man rankommt. Eventuell, hatte ich ja gerade schon angekündigt, der Bereich auch mit dem 50er oder mit dem 30er muss man tatsächlich ausprobieren. Hier der Bereich wird tendenziell mit dem 30er funktionieren, genau wie, wie ich hier drüben auch angezeichnet habe, sodass wir hier gar nicht allzu viel Fläche für ein 50er Polierpad haben, am Heck in dem Fall, hier oben drauf auf dem Spoiler mit Sicherheit, oder hier sowas, ne, das sieht aus, als würde da ein 50er wunderbar hinpassen. Aber hier am Heck gar nicht so viel. So, jetzt haben wir grün und das 80er Polierpad. Da haben wir am Heck eigentlich die Stärke, ne? Also ich sag mal, alles, was ich jetzt noch nicht markiert habe, ist ein 80er Polierpad. Also die ganze Stoßstange würde ich mit dem 80er polieren, kein 125er, aus den gleichen Gründen wie an der Seite, weil wir einfach zu wenig Auflage haben. Und auch so eine Bereich hier, eventuell 50er oder 80er. Das muss man, wie gesagt, ausprobieren, was da gut funktioniert. Aber auf jeden Fall die ganze Stoßstange. Und die letzte Farbe kann ich mir hier sparen, weil ich persönlich wenig Einsatz für einen 125er sehe. Und wenn, dann könnte man sagen, okay, ich mache vielleicht so hier die Außenbereiche mit dem 125er, weil hier ist es relativ gerade, hier komme ich gut rein. Wenn ich hier oben
diese Kante mit einem kleineren bearbeitet habe, kann ich das vielleicht mit dem 125er machen. Aber am Ende, wenn ich die halbe Stoßstange, also den ganzen Bereich hier mit dem 80er Pad bearbeite, finde ich es ja vom Arbeitsflow einfacher, das auch einfach damit zu machen. Genau, wie gesagt, individuell kommt aufs Auto an, aber so habt ihr jetzt mal einen Eindruck, welche Bereiche ich mit welchem Polierpad bearbeiten würde. Brauche ich das denn jetzt alles? Kann man vielleicht am Ende sich die Frage stellen. Früher haben wir das auch alles von Hand poliert. Also bevor die iBreed auf den Markt kam, 2015, 16 so in dem Dreh, haben wir die Stellen, die wir nicht mit der 80er erreicht haben, auch von Hand poliert, weil wir einfach keine andere Möglichkeit hatten. Hier und da gab es dann nochmal eine Verlängerung oder eine Welle für die rote, aber insgesamt hat die Handpolitur auch viel erreicht. Aber wie gesagt, ich habe es im Intro schon angedeutet, die Autos werden immer kantiger, kriegen immer schmalere Designlinien, sodass wir einfach wirklich zumindest 30 mm Pads wirklich regelmäßig brauchen, um ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen. Insbesondere im Cut, wo wir wirklich punktuell optimale Schleifleistung brauchen, ist es extrem wichtig, in der Größe angepasste Polierpads zu verwenden, aber man sollte natürlich trotzdem darauf achten, dass man sich nicht im kleinsten Pad verliert und das ganze Auto am Ende mit 30 mm poliert, weil man glaubt, hier sind überall Kanten. Also irgendwo ein Mittelmaß zu finden, wird nicht leichter, aber das macht uns ja auch als professionelle Aufbereiter und ambitionierte Hobbyanwender aus, dass wir uns mit unserer Materie auskennen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Du findest alle verwendeten Produkte unten verlinkt. Denk an den 10% Rabattcode Autolackaffen bei Waschkuh und als Gewerbekunde denk mal an die Videoaktion oder an die Gewerbeaktion. Wir verlinken dir nochmal das Video, wie du auch möglichst optimale Preise und sogar noch ein paar Geschenke bekommst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnier den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, hau rein.